Audax Randonneurs Alemannia. Das 300 Kilometer Brevet zum Schweriner Schloss. Startgruppe bitte links aufstellen und die 8 Uhr weiter rechts. Dann nochmal zur Erklärung zu dem Ziel heute. Das Ziel ist in Schwentintal, das sind 5 Kilometer entfernt von hier. Dort macht ihr bitte euren E-Brevet Zieldatenerfassung oder ihr holt euch gerade den letzten Stempel. Und die Karte, die muss allerdings hier abgegeben werden. Das heißt, wer digital fährt, kann direkt nach Hause fahren oder zum Bahnhof oder zu seinem Auto, aber die analoge Brevetkarte oder die Rückfallposition, die geht hier direkt am Start wieder ab. Und das ist der Briefkasten hier vorne. Da werft ihr die einfach ein. Wir haben Mitte April, haben super Glück mit dem Wetter. Letzten Tage war das ziemlich frisch und windig und heute haben wir herrlichsten Sonnenschein. Ja, und es ist Zeit für einen 300er. Ab Kiel ging es los und jetzt Richtung Lübecker Bucht. Und hier geht es in die neuen Bundesländer rüber über den Priwall. Und dann geht es weiter nach Schwerin. Wir werden das Schweriner Schloss besuchen. Dann geht es wieder rüber Richtung Westen nach Zarrentin, der südlichste Punkt, und über Rheinfeld zurück nach Kiel. Das sind die Kontrollpunkte und die Durchfahrtszeiten, die wir erreichen müssen. Und dann ging es los in großer Gruppe. Werden auch lange zusammenbleiben, in großer Gruppenstärke. Und mit dem Wetter hatten wir wirklich geniales Glück. Also wenig Wind, die ganze Zeit trocken und sonnig. Also wirklich super für eine lange Brevetfahrt. Wir werden ja bis spät in den Abend fahren. So etwas vor Mitternacht werden wir zurück sein in Kiel. Und so starten wir südöstlich von Kiel durch eine malerische Gegend, vorbei nachher an Seen, Kurs Richtung Lübecker Bucht. Immer der aufgehenden Sonne entgegen. Auf ruhigen Straßen, können also prima im Bulk zusammenfahren. Also, solange wir noch wirklich fast vollständig sind, einmal gern seitlich alle Teilnehmer vorbeifahren lassen. Zumindest die von der ersten Gruppe.
unser flaches Schleswig-Holstein. So ein paar Anstiege haben wir auch. Also Leute, die in den Bergen fahren, müssen sicherlich schmunzeln. Bei uns ist der Anstieg dann mal relativ kurz. Neukirchen bei Malente. Nächster kleiner Anstieg hoch. Alle wieder im Wiegetritt. Der Nachfolger kommt schon zum ersten Wettrennen. Wir können noch 1,5 Jahre länger warten. Der hat sich überall angemeldet und will auch eine Medaille nachher sammeln. Und dann gibt es danach immer eine kleine, schöne Abfahrt, die es geschwind runtergeht. Marke, Rondeur-Marke. Malente nun. Die typische Abfahrt, also die Route haben wir sehr oft bei den Brevets hier ab Kiel. Und es geht dann am Dieksee vorbei. Nächster kleiner Anstieg. Aber wieder so steil, dass wirklich jeder im Stehen fährt. Steigungswagen. Zahnekau. Die Lübecker Bucht. Wir sind jetzt in Haffkrug und hier ist jetzt auch der erste Checkpoint. Scharbeutz ist das jetzt. Also eins der Touri-Orte hier an der Lübecker Bucht ist so Haffkrug, Scharbeutz, Timmendorfer Strand. Ist ja noch recht früh im Jahr, jetzt im April, aber merken wir deutlich, wenn wir da lang fahren. So, hier müsste gleich der erste Kontrollpunkt sein. Was du letztes Jahr gefahren bist. Genau. Ein Touristenbuchstädtchen oder... Dann auch noch halt. Ja, die ersten Urlauber sind hier. Ist schon ziemlich voll. Und es war ein Geschnatter in der Gruppe. Wir fahren da gern parallel. Sicherlich nicht immer mit Einverständnis der Autofahrer. Aber davon gibt es ja zum Glück, da wo wir lang fahren, kaum welche. Also erste Kontrolle. Fürs E-Brevet einmal Foto machen, Position bestimmen. Und auch das Wetter verspricht allerbeste Bedingungen für den Tag. Dann den Stempel holen. Hallo, einmal die Cola, dann hätte ich gerne 2 Brötchen. Danke Ihnen.
Start zu Etappe 2. Das ist nun Travemünde. Hier geht es dann auf die Fähre, über die Privalfähre. Und beim Bäcker eben, da musste ich so lange warten, bis der Stempel kam. Weil die anderen haben alle E-Brevet, ja, sind weitergefahren. Jetzt sind wir zu zweit, aber mit ganz viel Glück treffen wir die noch bei der Fähre. Wenn die da Pech hatten und nicht gleich raufkamen. Aber ich tippe mal, die sind weg. Hat doch zu lange gedauert, da das Stempelchen zu bekommen. Also wir haben richtig schön Gas gegeben, dass wir die kleine Strecke bis zur Fähre in kürzester Zeit absolvieren. Und es hat gelohnt. Dass wir die jetzt im Rückspiegel sehen oder die uns. So, der Stress hat sich gelohnt, die sind noch alle hier. Also noch schnell Ticket gezogen und dann rauf auf die Fähre. In Travemünde. Aber ist Das egal. habe ich auch noch nie Warte gesehen. mal, Die Kette zwischen die Blätter gekriegt. Jetzt muss er die Blätter auseinanderschrauben. Das ist Übelchen. Alle fahren weiter. Ja, wie man das hinkriegen, weiß ich auch nicht. Dass dieser so blöd runtergeflogen ist, mit ordentlich Schwung raufgetreten, dass die Kette zwischen die Blätter gerät und wieder nicht mehr rausgezerrt bekommt. Ja, Top-Windschatten fahren hier. Der darf wohl noch nicht bremsen. Ja, Scharf darf der nicht bremsen hier, aber wirklich klasse Windschatten und der kam auch nicht vorbei. Naja, irgendwann war uns das zu langweilig und dann schlossen wir wieder auf. Und es geht durch die 9 Bundesländer. oh je. Oh. Nochmal Kopfsteinpflaster. Das lotet ja wirklich alles durch, was man mit hat. Und die Gruppe formiert sich wieder. Mal für einen Augenblick auf einer Bundesstraße in einer Reihe mit ordentlich Speed geht's weiter. Und Max ist vorne, der mit seinem genialen Titanrad. Er wird auch sehr viel die Gruppe anführen. Unheimlich starker Fahrer.
Wieder die kleinen, schmalen Straßen, die durch die Felder ziehen, mit klasse Blick übers weite Land. Und es geht mit ordentlich Speed und gutem Tempo durch die Landschaft. Ein erstes Schloss oder Gutshaus. Und so diese kleinen idyllischen Dörfer mit großem Dorfteich. Noch knappe 25 Kilometer bis zum zweiten Checkpunkt. Und die Gruppe hat sich ziemlich zerlegt. Also vor mir sind, 5, 6 Leute und der Rest ist hinter uns. Da fiel einer nach dem anderen ab. Ja, der Max war einfach zu schnell. Da wollten dann nicht mehr alle mitziehen. Sind also nur kurz vor Schwerin. 5 Kilometer noch. Und dann kommt vielleicht zum Highlight von der Tour heute. In Schwerin, das Schweriner Schloss fahren wir wohl an. Und hier hinter der Hecke ist der Schweriner See. Das ist dann der zweite Checkpoint. Dann haben wir knappe 150, also nicht ganz die Hälfte. 320 sind es insgesamt. Und dann gibt es dann mal eine schöne Pause gleich. Sind also nun in Schwerin. Wir suchen irgendeinen Bäcker. Ah, da hinten. Da hinten vielleicht. Die sind da hinten. Kontrolle 2 bei 148 Kilometer in Schwerin. Ja, wird wohl hier sein. Also Stempel holen, E-Brevet einmal Foto und Standort checken und hochladen. Danke Ihnen. Kurz vor 2 Uhr haben wir. Machen noch ein bisschen Pause. Und hier sieht man schon, da ist der erste Platten. Konnte er zum Glück hier bei recht guten Bedingungen, während wir Pause machen, flicken. Und ich werde auch mehrere Platten haben. So. Ich habe mal wieder ein Loch, sehe ich jetzt gerade. Überall ist Dichtmilch. Da ist das Loch. Also jetzt einmal beim Vorderreifen. Ich mache erstmal nichts, bin dann weitergefahren. Hab gehofft, dass die Dichtmilch das ausreichend dicht hält. Start zu Etappe 3. So, weiter geht's. Nach Sarrentin ist der nächste. Der soll nicht ganz so weit sein. Das Ganze mit einem Loch im Reifen. Aber ich hoffe, die Dichtmilch, die dichtet das schön ab. Und also noch ist der knüppelhart, der Reifen. Viel scheint nicht raus zu sein. Ja, wird leider nicht das einzige Loch bleiben. Später nachher in Sarrentin, da sitze ich am Tisch, esse ein bisschen was, Rad steht neben mir und dann fängt plötzlich der Reifen an zu zischen. Einfach so aus dem Nix fängt er an, die Luft zu entweichen.
Hey Mensch, hier war ich noch nie. Das Schweriner Schloss. Jetzt muss man nur ein bisschen weiter wegparken, um das aufs Foto zu kriegen. Ne? Dann. Ja, da muss natürlich ein Erinnerungsfoto von der Gruppe her mit Hintergrund Schweriner Schloss. Also alle, die wir jetzt zusammen noch waren, einmal vor das Schloss gestellt, jemand gefragt, dass er mal ein Foto von uns macht. Hübsch und touristisch. Bei dem Wetter und vor allen Dingen dem Wetter, was wir die Tage davor hatten, aber auch kein Wunder, dass die alle losziehen hierher. Schöner Park, hinten das Schloss, ringsum überall Wasser. Und hinter dem Park bot sich nochmal an, ein paar weitere Fotos zu machen von dem Schloss, was Weltkulturerbe ist und Sitz des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist also wirklich ein märchenhaftes Schloss. Wird auch Neuschwanstein des Nordens genannt. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann in Teil 2. Schönen Dank fürs Zuschauen.